Hallo, ich bin's, Ian. Ich weiß, es war ein bisschen, aber heute möchte ich euch 3 Biografien vorstellen, die ich in der letzten Zeit gelesen habe, weil ich glaube, sie könnten euch auch interessieren. Beim Vorbereiten für dieses Video ist mir aufgefallen, dass sie auch sich so ein bisschen ähnlich sind. Also es sind alles Autobiografien über Frauen, die so in den 80er Jahren geboren wurden und die ich persönlich einfach sehr sympathisch fand. Damit zum ersten Buch. Weißt du, was ich meine? Von Noura Habib Omer. Ich kannte die Rapperin, so bin ich überhaupt auf dieses Buch aufmerksam geworden. Und genau, ich war einfach interessant am Leben, an der Perspektive von der queeren, schwarzen Musikerin zu hören. Sie hat viel erlebt. Der Untertitel heißt auch Vom Asylheim in die Charts. Legt das schon nahe, dass sie viel erlebt hat. Und mir hat besonders der erste Teil des Buches gefallen, wo es viel um ihre Jugend geht, wo ich fand, dass sie sehr reflektiert darüber geschrieben hat. Im letzten Drittel vielleicht oder so geht es im Buch dann natürlich auch um die Musikszene, in der sie viel unterwegs ist und war und groß geworden ist. Und da haben mir zum Teil so ein bisschen die Details gefehlt. Es kann aber auch sehr gut einfach an mir gelegen haben. Ich kannte manche Namen nicht und genau, ich kannte den Kontext nicht so. Deswegen, genau, fand ich den ersten Teil nochmal mehr, hat mir mehr gegeben als der letzte Teil. Aber insgesamt hat mir das Buch, wie gesagt, sehr gut gefallen, sonst würde ich es dir nicht vorstellen. Mir hat gefallen, wie sie so locker erzählt. Sie hat schon so eine Alltagssprache, würde ich sagen, im Buch. Und genau, das hat sie auch das hat sie sehr sympathisch gemacht. Deswegen ja, dachte ich, vielleicht interessiert das den einen oder die andere von euch auch. Damit zum zweiten Buch, Schwarz auf Weiß von Nikita Thompson. Auch sie hat viel erlebt. Über Umwege kam es dazu, dass ihre schwarze Mutter, die in England lebt, sie bei weißen Freunden in Deutschland leben ließ, wie diese Entscheidung sie geprägt hat und genau, wie es dazu kam überhaupt, beschreibt sie. Es geht aber auch darum, dass sie früher Leistungssport gemacht hat, was sie daraus für Lehren gezogen hat oder genau, warum es dazu kam und natürlich auch, wie ihre berufliche Entwicklung hin zu Tanz und Fernsehen kam. Darum geht es in dem Buch unter anderem. Das sind so Themen, die ich sehr spannend fand, weswegen ich sie hervorheben möchte. Und insgesamt ist das Buch in einem sehr positiv rückblickendem Ton geschrieben, würde ich sagen. Es gibt eine Passage in ihrem Leben, in der Ton nicht ganz so ist, der eher bedrückend ist. Da geht es um ihre Beziehung, die sie mit einem Mann hatte, wo sie jahrelang Gewalt erlebt hat. Das war auf jeden Fall auch sehr harte Kost für mich zumindest zu lesen. Aber selbst da versucht sie positiv irgendwie zu bleiben oder zumindest Leuten Mut zu machen, dass man da rauskommen kann. Denn insgesamt, genau, ist dieses Buch auf jeden Fall sehr als Empowerment-mäßig geschrieben. Schon der Untertitel Trau dich zu träumen und schaff das Unmögliche. Ungefähr in dem Ton ist für mich auch das ganze Buch geschrieben worden. Und damit auch schon zur letzten Autobiografie We Have Always Been Here von Samra Habib. Das Buch habe ich wirklich schon vor langer Zeit gelesen, deswegen habe ich es mir inzwischen tatsächlich auch gekauft. Habib ist in Pakistan groß geworden, bis ihre Eltern fliehen mussten und sie nach Kanada ausgewandert sind. Sie beschreibt, wie sich Sexismus, Rassismus und Queerfeindlichkeit auf ihr Leben ausgewirkt haben. Nicht so ungefähr, nicht so abstrakt, wie ich das jetzt sage. Zum Beispiel hat sie mit Anfang 20 einen Mann geheiratet, mit dem sie dann auch zusammengelebt hat. Einfach weil sie nicht verstanden hat oder für sich nicht eingesehen hat oder nicht einsehen wollte. Es ist ja immer schwierig zu sagen, dass sie eigentlich lesbisch ist. Und genau, das kam erst mit Mitte 20 oder genau, erst nachdem sie schon verheiratet war, dass sie sich da dem Thema öffnen konnte.
und ich fand sehr eingänglich beschrieben, wie sie halt ihren Weg macht, wie sie zu sich findet. Sie beschreibt auch, wie sie dadurch Leute verletzt, was sie zum Teil vielleicht auch bereut. Sie beschreibt, wie sie Leute verliert, aber sie geht auch auf positive Bekanntschaften ein und genau, wie sie Freundschaften knüpft und wie wichtig die für sie waren und auch sind. Insgesamt kam mir das Ganze sehr ehrlich, reflektiert und ruhig vor. Genau. Und wie die anderen beiden Autorinnen davor fand ich auch sie super sympathisch und kann das Buch wärmstens empfehlen. Wenn ich so mehrere Bücher vorstelle, versuche ich es immer sehr kurz zu halten, aber mir haben alle Bücher sehr gut gefallen. Manche habe ich ja noch vorliegen. Wenn ihr also Detailfragen habt oder wenn ihr auch einfach nur berichten mögt, wie ihr diese Bücher fandet, dann würde mich das auf jeden Fall sehr interessieren, der Austausch zu diesen Büchern. Denn damit würde ich es jetzt an dieser Stelle zumindest belassen und wünsche euch eine gute Zeit. Hoffe, dass ihr Zeit zu lesen findet, wenn ihr das möchtet. Bis bald.